Wusstest du, dass du von Stress und Angst tatsächlich so eine Haut bekommen kannst? Was sich auf den ersten Blick wie Panikmache anhört, ist tatsächlich einer Klientin von mir passiert. Schuld der zu hohe Cortisolspiegel in deinem Körper. Hier schauen wir uns die wahrscheinlich beste Vagusübung an, die du täglich machen kannst, um solche Dinge zu vermeiden. Was meine ich damit? Angstgefühle, Grübeleien, Sorgen, den ganzen Tag unter innerer Unruhe leiden, Nervosität, Anspannung, Schlafstörungen und wenn man sich ins Bett reinlegt, dann geht das Gedankenkarussell erst so richtig los. Weißt du, was da bei dir gerade vorgeht? Naja, dein Nervensystem spielt verrückt. Weil du so lange unter diesen Kognitionen gelitten hast, hat sich tatsächlich in deinem Körper auch der Cortisolspiegel sehr stark erhöht. Und weißt du, was spannend ist? Die allermeisten schaffen es irgendwann mal früher oder später, tatsächlich ihr Gedankenkarussell wirklich dauerhaft zu verändern. Sie schaffen es tatsächlich nicht mehr im Kreis zu denken, nicht mehr zu ruinieren, nicht mehr sich Sorgen zu machen, nicht mehr zu grübeln. Aber was bleibt? Das Nervensystem bleibt immer noch angespannt. Und das führt jetzt dazu, dass wir wieder anfangen zu grübeln. Warum geht das nicht weg? Warum bleibt das so? Wieso geht das nicht weg? Die Fragen und Gedanken drehen sich wieder im Kreis. Ein perfider Teufelskreis. Und bevor wir zu dieser phänomenalen Übung kommen, musst du eines unbedingt beachten, weil wenn du das nicht beachtest, dann kannst du diese Übung so oft machen, wie du willst, sie würde bei dir nicht wirken. Und das ist Folgendes. Mache dir eines klar, mache dir eines bewusst. Körper und Geist sind nicht voneinander zu trennen. Das bedeutet, wenn du in dir, und jetzt hör mir genau zu, das ist so wichtig, immer noch den Wunsch verspürst, Gefühle nicht haben zu wollen, weil sie sich für dich subjektiv nicht gut anfühlen, dann kannst du diese Übung immer wieder machen. Dann ist das praktisch auch bloß ein Widerstand gegen das, was gerade da ist. Das heißt, du darfst verstehen, dass Gefühle per se immer ein Wegweiser sind. Sie werden nur manchmal dysfunktional aufgrund bestimmter Erlebnisse, die wir erleben. Wenn wir wollen, dass wir sie wieder integrieren und wieder zu uns als Einheit betrachten wollen und dürfen, dann dürfen diese Gefühle auch gefühlt werden. Ich möchte ganz gerne noch einen zweiten Punkt sagen, der genauso wichtig mindestens ist. Was hat denn eigentlich dazu geführt, dass dein Sympathikus und dein Parasympathikus nicht mehr im Lot sind? Ja, das Gedankenkarussell, die Sorgen und das Grübeln. Das heißt, mache dir kognitiv bewusst, will ich weiterhin festhalten an Grübeln und Sorgen? Die allermeisten würden jetzt, die sich dieses Video ansehen, sagen, ich will doch sowieso nicht grübeln, ich will doch sowieso mir keine Sorgen machen. Und das ist der Punkt, das ist nicht richtig, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Es ist nur zur Hälfte wahr. Ich gehe davon aus, dass man sich Sorgen machen will und man will sich auch nicht Sorgen machen. Man will grübeln und man will nicht grübeln. Das ist das ganze Problem. Das ist das Paradoxum. Weil wenn du mal in dich hineingehst und dich selber fragst und mal ganz ehrlich zu dir selber bist, kannst du dich im Spiegel nicht selber anlügen, nicht wahr? Sei ehrlich zu dir. Du willst grübeln. Du willst dir Sorgen machen. Und warum? Weil du unbedingt auf Biegen und Brechen herausfinden willst, warum du diesen Gedanken immer wieder bekommst, warum du jedes Mal dieses oder jenes Gefühl in dieser oder jener Situation von Angst, Stress oder Antriebslosigkeit verspürst. Und wenn du darüber nachgrübelst, dann kommst du zu keiner Lösung. Und was passiert dann? Die Gefühle intensivieren sich, weil es wie ein Irrgarten ist. Und dann geht der Teufelskreis so richtig los, weil die Gefühle von dir, vom Grübeln, von deinem Körper, von deiner Seele, von deiner Psyche als Widerstand gesehen werden. Und wenn wir Widerstand gegen uns selbst richten, werden die Gefühle noch stärker. Sie werden noch mehr intensiviert. Und warum? Weil die Gefühle sich von dir bestätigt fühlen, dass sie dysfunktional sind. Bist du vielleicht jetzt gerade nervös, gestresst, hast innere Unruhe und hast Lust, vielleicht gleich einfach mitzumachen und diese Effekte zu spüren, wie du sofort ruhiger wirst? Dann lass uns jetzt starten.
Also du brauchst jetzt keine Ausstattung, du kannst dich auf den Boden hinlegen, du kannst es auch im Bett machen, aber ich finde es am besten einfach auf dem Boden. Ich nehme dazu eine Matte, aber du brauchst sie nicht unbedingt, ist nicht so wichtig. Leg dich einfach mal jetzt auf den Boden, streck deine Hände einmal aus, komm mal kurz zur Ruhe, nimm mal so 3 Atemzüge, Tiefe am besten. Winkel die Beine nach oben an. Und nimm jetzt einmal eine Hand, die rechte Hand, und tu sie auf deinen Bauch drauf. Und jetzt fängst du einfach ganz leicht an, die Hand im Uhrzeigersinn zu drehen. Immer wieder im Kreis. Schön langsam. Und achte auf die Atmung, dass du bitte immer in den Bauch atmest und nicht in die Brust. Denn der Vagusnerv ist sehr stark im oberen Bauchbereich aktiv. Deswegen empfinden wir auch meistens unsere Emotionen im oberen Bauch, weil da sehr viele Nervenenden sind. Du kannst auch gerne einen Massageball nehmen oder einen Ball, das habe ich immer früher gemacht. Und jetzt auch hier tief im Uhrzeigersinn kreisen, kreisen. Immer wieder kreisen. Das kannst du jetzt einfach mal so 2-3 Minuten wiederholen. Und anschließend kannst du deine 2 Hände nehmen und sie jetzt entgegengesetzt so an den Oberbauch nehmen und dann nach außen streichen. So nach außen streichen. Immer schön nach außen streichen. Du wirst merken, wie sich das beruhigt. Achte bitte darauf, dass du weiterhin in den Bauch atmest. Tief in den Bauch reinatmen. Und du wirst merken, wie sich jetzt so langsam der Stress legt, weil der Vagusnerv jetzt extrem stimuliert wird. Und wenn du das jedes Mal, jeden Tag wiederholst, zusammen mit diesen anderen kognitiven Übungen, dann senkt sich nach der Zeit auch der Cortisolspiegel und du wirst insgesamt ruhiger. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, meine Klientin hat diese Übung circa 6 bis 7 Wochen gemacht. Und nach den 6 bis 7 Wochen zusammen mit dem Coaching und den kognitiven Techniken, wie zum Beispiel das CAS-System, was ich auch hier oben einmal für dich auf den i einblende, wenn du es möchtest, kannst du es dir genauer ansehen, hat sie tatsächlich es geschafft, dass in 6 bis 7 Wochen diese Haut viel, viel weniger wurde. Also die Haut, sage ich meine, die Pickel, die Akne, die da auf der Haut oben drauf war, wurde insgesamt sehr, sehr, sehr viel besser. Sie war nicht ganz weg, aber sie war viel besser geworden und das ganz ohne Cremen oder sonst irgendwas und das nur, weil der Cortisolspiegel natürlich nach der Zeit immer weiter runtergegangen ist. Wenn du jetzt weitere kognitive Techniken wissen möchtest, wie du dich aus diesen Grübeln und aus dieser Sorgenschleife befreien kannst, da verlinke ich dir hier auf der Endcard ein Video von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.